Servus MTB News, der Tobias hier. Ich habe in den letzten Monaten das neue Orbea OIS 2023 gefahren und in dem Video schauen wir an, was ich dabei erlebt habe. Das neue Orbea OIS ist im Grunde sehr ähnlich zum Vorgänger, optisch zumindest. Im Kern hat sich aber einiges verändert. Im Grunde sind das zwei wichtige Dinge. Einmal ist der Lenkwinkel 2 Grad flacher geworden und zum Zweiten ist der Federweg auf 120 mm erhöht worden. Und zwar in jeder Version, nicht mehr wie beim Vorgänger 100 oder 120 mm, sondern einfach immer 120. Und da frage ich mich schon, ist das noch Cross-Country? Bevor wir die richtige und sehr wichtige Frage beantworten, schauen wir uns erstmal die Basis an. Das ursprüngliche Orbea OIS wurde 1998, hätte ich fast gesagt, 2018 auf den Markt gebracht. Und mit dem Rad, was wir jetzt hier heute sehen, haben wir die zweite Evolutionsstufe. Und Evolutionsstufe trifft es richtig, denn auch wenn mit Lenkwinkel und Federweg einige grundsätzliche Themen angegangen wurden, ist das Rad dennoch seinem Kern treu geblieben. Das 2021er Update des OIS war so ein bisschen so ein Zwischending. Die Kennstreben sind 5 mm kürzer geworden, die Reifen und Felgen sind deutlich voluminöser geworden, das heißt 2,4 Zoll wurden der neue Standard. Und es hat das Rad schon eine Ecke anders gemacht, als es davor war, aber es ist immer noch Evolution. Und jetzt stehen wir eigentlich gefühlt vor dem Schritt, der evolutionär deutlich größer ist, denn mit Lenkwinkel und Federweg ist es an die Substanz gegangen. Fakt ist aber, Orbea hatte auch schon davor eine 120er Version vom OIS und jetzt die 100er Version zu streichen, ist deshalb in meinen Augen keine Revolution, sondern eigentlich nur konsequent. Wir haben dickere Reifen, wir haben breitere Felgen und jetzt haben wir noch einen zusätzlichen flacheren Lenkwinkel und durchgängig mehr Federweg. Während bisher quasi die 120 mm Version die Sonderlösung waren und 100 der Standard, auf dem das Rad entwickelt wurde, ist jetzt so, dass das Rad auf 120 mm entwickelt wurde und deshalb auch die Geometrie ideal dafür passt und keinen Kompromiss mehr darstellt. Orbea bietet das OIS im Modelljahr 2023 in 3 Ausführungen an. Das ist ein Aluminiumrahmen, das ist der Carbonrahmen und es ist der OMX Carbonrahmen, der nochmal eine Ecke leichter ist und das absolute Topmodell darstellt. Insgesamt mit diesen 3 Rahmen gibt es 11 Ausstattungsvarianten und die gehen von 2.799 € bis zu 9.999 €. Orbea hat also die Würde, die 10.000 € Marke nicht zu kratzen, dennoch insgesamt ein eher hohes Preisniveau, was da gefahren wird. Das OIS M-Team, das ich hier gefahren habe, ist die zweiteuerste Ausstattung, kostet 7.999 € und wiegt 10,4 Kilo. Und einer der Gründe, warum das Rad so leicht ist, ist der Rahmen. Denn der wiegt 1,75 Kilo in Größe M mit Dämpfer und gehört damit zu den leichteren Cross-Country-Fully-Rahmen. Und das ist die Basis, die Orbea auch nicht verändern wollte. Das heißt, was ich eben gesagt habe zum Thema Lenkwinkel, zum Thema Federweg, das sollte nicht auf Kosten des Gewichts gehen. Denn auch mit mehr Federweg und auch mit einem flacheren Lenkwinkel, mit ein bisschen mehr Reach, soll das Orbea OIS immer noch ein Cross-Country-Racebike sein. Und nicht irgendwie Downcountry oder was auch immer, sondern hier geht es um Renneinsatz, hier geht es darum, möglichst schnell über eine Strecke zu kommen. Damit das Rad möglichst gut passt, bietet Orbea 4 Rahmengrößen an, S, M, L, XL. Ich bin im Test hier mit 1,76 m Körpergröße das Rad in M gefahren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht man das mit dem flachen Lenkwinkel und dem mehr Federweg im Cross-Country? Nun, die Antwort ist relativ einfach. In den letzten Jahren sind die Strecken einfach deutlich intensiver geworden, was den World Cup angeht. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass die wenigsten von uns World Cup-Strecken fahren oder World Cup-Fahrerinnen und Fahrer sind. Dennoch hilft es uns auch im Alltag. Denn der flachere Lenkwinkel macht die Cross-Country-Bikes deutlich ruhiger, wenn das Tempo höher wird. Und der zusätzliche Federweg hat eigentlich noch niemandem geschadet. Die Frage ist nur, werde ich dadurch langsamer? Das habe ich im Test ausprobiert und die Antwort ist nein. Orbea ist es geglückt, dass das Rad tatsächlich deutlich fähiger wird, was die Abfahrt angeht, aber nicht wirklich langsam oder träge oder dergleichen wird, wenn es mal richtig zur Sache geht. Das heißt, ihr könnt damit nach wie vor Uphills hochbolzen, wie ihr wollt. Ihr könnt nach wie vor in der Ebene richtig Tempo machen. Aber wenn das Gelände ruppig wird, wenn es schneller wird, ist das Rad einfach deutlich, deutlich fähiger. Und den Großteil, muss ich sagen, macht dabei der Lenkwinkel. Denn das Mehr an Federweg ist gar nicht mal so ausschlaggebend. Am Ende des Tages ist es immer noch ein, wenn er richtig abgestimmt ist, straffer Cross-Country-Hinterbau. Das Ding ist kein komfortables Trailbike oder Enduro. Es hat ein bisschen mehr Puffer, das stimmt, aber das, was für mich die größte Veränderung ist, ist der Lenkwinkel. Denn mit dem zusätzlich flacheren Lenkwinkel, 2 Grad habe ich gesagt, jetzt 67 Grad, liegt das Rad deutlich flacher auf der Strecke und bei hohen Geschwindigkeiten habt ihr einfach deutlich mehr Sicherheit. Die das Ganze angefangen haben mit dem Thema abfahrtsorientierte Cross-Country-Räder, haben das früher immer als Down-Country bezeichnet. Und
Hier muss man wirklich sagen, das Orbea OS ist kein Down-Country-Bike. Es fühlt sich exakt so an wie ein Cross-Country-Bike, wenn ihr euch draufsetzt. Ihr habt leichte Reifen, ihr habt leichte Laufräder, das Teil will nach vorne und gibt richtig Gas. Down-Country-Bikes waren ja öfter so ein bisschen die Entschuldigung für, ich habe etwas mehr Federweg in meinem etwas übergewichtigen Cross-Country-Rad. Und ja, dann ist das halt Down-Country, weil es ist noch nicht ganz ein Trailrad, weil ich habe noch leichte Reifen drauf. In diesen Zwiespalt, in diesen Konflikt will das Orbea gar nicht rein. Natürlich hat Orbea noch einige andere Veränderungen an dem Rad vorgenommen. Das wäre zu allem ein großes Update im Steuersatzbereich. Wie ihr seht, ist nämlich neuerdings auch bei Orbea das so, dass die Leitungen schön, in Anführungszeichen, in den Steuersatz hineingeführt werden und dadurch nicht mehr vorne aus dem Rahmen rauskommen, sondern ganz direkt neben dem Steuerrohr reingehen. Vorteil soll sein, dass es weniger Widerstände gibt, die beim Lenken überwunden werden müssen. Das Ganze sieht natürlich relativ clean aus. Nachteil ist aber, wenn ihr einen Zug wechseln wollt, müsst ihr den Steuersatz im Vorbau demontieren. Ein praktisches Feature, das Orbea integriert hat in dem Punkt, ist aber, dass es jetzt einen Lenkanschlag gibt. Das heißt, ihr könnt den Lenker nicht mehr weiter drehen als links und rechts jeweils so weit, dass es ungefähr auf 90 Grad die Gabel einschlägt, aber so, dass euch entsprechend die Bedienelemente je nach Einstellung nicht mehr ins Oberrohr einschlagen. Das war früher bei den Rädern möglich und gerade bei leichten Cross-Country-Rädern konnte man sich da schon mal bei einem Sturz auch den Rahmen zerstören. Das geht jetzt nicht mehr, sehr gut. Das Ganze nennt Orbea Spin Block. Außerdem gab es viele Änderungen an kleinen konstruktiven Details des Rahmens. Der Hinterbau hat neue Rohrquerschnitte, die für mehr Steifigkeit sorgen sollen. Außerdem ist zumindest beim OMX Carbonrahmen jetzt die hintere Scheibenbremsaufnahme als Flat Mount ausgestattet, sodass ihr noch mal ein bisschen Gewicht an der Bremse sparen könnt. Der Link oben zur Ansteuerung des Dämpfers wurde leicht überarbeitet, ist jetzt noch mal schlanker, gleichzeitig etwas steifer. Und in Summe sollen diese Änderungen dazu beitragen, dass das Rad in jeder Hinsicht besser geworden ist und wie gesagt seinen Charakter ein bisschen verändert hat. Ehrensache und nach wie vor Standard ist natürlich, dass ihr 2 Flaschenhalter auf dem Rahmen habt. Das heißt, ihr könnt euch für Marathons und dergleichen richtig gut mit Wasser ausstatten. Für die von euch, die richtig dicke Waden haben, sei gesagt, das Rad kommt standardmäßig schon mit 34 Zähnen am Kettenblatt, was an einem 29er durchaus eine ambitionierte Übersetzung ist. Wer will, kann bis zu 38 Zähne fahren. Erst dann gibt es Kontakt mit den Kettenstreben. Hinterbau ist ausgelegt auf 34 Zähne, heißt aber auch, man kann immer noch 32 fahren, wenn man nicht die Beine hat wie Nino Schurter. Ein Thema, was man bei Orbea erwähnen muss, ist, dass ihr die Räder für euch customizen könnt. Es gibt das MyO-Programm für MyOrbea und in dem Rahmen könnt ihr extrem vielfältig die Rahmenfarbe, aber auch die Farbe der Decals und aber auch Teile der Ausstattung für euer Rad individuell konfigurieren. Das Rad wird dann direkt für euch in Spanien lackiert und zugeliefert. Einzige Thema ist, die Lieferzeit kann sich dadurch doch deutlich negativ beeinflussen. Orbea hat aber auch ein breites Händlernetz, das heißt, wenn ihr den Rad von der Stange wollt, was in dem Fall ja auch nicht schlecht sein muss, dann könnt ihr entsprechend auch bei den Händlern vor Ort schauen, ob ihr da nicht schneller ein Rad verfügbar habt. Wie viel merkt man von dem neuen Charakter des Orbea OS, wenn es bergauf geht? Die Antwort ist relativ einfach. Quasi nichts. Der erhöhte Federweg sorgt dadurch, dass der Lenkwinkel flacher geworden ist. Nicht dazu, dass die Front höher kommt, sondern am Ende des Tages der Stack ziemlich genau gleich hoch ist wie beim Vorgängermodell. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, über den Squidlock-Hebel von Orbea das Heck straffer zu stellen. Der Hebel hat 3 Stufen, von ganz offen über eine mit Plattform bis zu einer ganz geschlossenen Stufe. Die Gabel bietet nur 2 Stufen, das heißt, die ist entweder ganz offen oder ganz geschlossen. Das Heck hat aber zusätzlich diesen Plattformmodus. Und wenn ihr den bergauf aktiviert, merkt ihr keinen Unterschied mehr zwischen dem 100er und dem 120er Orbea OS, denn es ist ohnehin beides ein schön straffes, vortriebsorientiertes Setup. Dadurch, dass die Front auch nicht höher gekommen wird und das Rad vorne etwas weiter raussteht durch den flachen Lenkwinkel, habt ihr außerdem eine Steigfähigkeit, die etwas besser ausfällt als beim Vorgänger. Das heißt, an steilen Rampen kommt ihr später in den Punkt, wo das Vorderrad steigt und könnt richtig gut den Berg hoch. Außerdem hilft natürlich massiv das niedrige Gewicht, dass ihr bergauf keinerlei Verluste habt. Kommen wir zu 3 Dingen, die uns am neuen Orbea OS gefallen haben. Das ist erstens das MyO-Programm. Es ist extrem cool, wenn man so viel Geld für ein Fahrrad ausgibt, dass man es customizen kann und seine Farbe, seine Decals und zur Not auch seinen eigenen Rahmen direkt mit dem eigenen Namen lackieren lassen kann. Zweiter Punkt ist die neue Geometrie. Cross Country macht damit in 2023 einfach noch mehr Spaß. Orbea ist wirklich nah dran am Zeitgeist hier und liefert ein Rad, das für das meiste, was man in Deutschland fahren kann, außer es ist vielleicht der Downhill in Bad Wildbad, eventuell die schnellste Wahl sein könnte. Vorausgesetzt, man hat die Skills und ein bisschen Kraft, um es festzuhalten. Der dritte Punkt sind die Ausstattungen. Orbea bietet schon relativ früh Ausstattungen, die gewichtsorientiert sind und die durchaus Spaß machen. Insbesondere
wenn man an die internen Komponenten denkt, ist das bei vielen Herstellern so, dass das bedeutet, dass die Räder einen gewissen Gewichtsnachteil haben, wenn da Eigenmarken verbaut sind. Die Orbea-Laufräder, die jetzt hier neu mit spezifiziert sind, sind aber keineswegs zu schwer für den Einsatzbereich und helfen dabei, dass das gesamte Rad einfach angenehm leicht ist. Dazu noch der leichte Rahmen. Das macht das Orbea OS zu einem der leichteren Cross-Country-Räder. Kommen wir zu 3 Dingen, die uns nicht gefallen haben. Das ist erstens die Zugverlegung am Steuersatz. Jetzt bin ich nicht der Mechaniker und ich habe das Rad aufgebaut bekommen, aber die Vorstellung, dass ich den Steuersatz demontieren muss, wenn ich Leitungen wechseln will, ist schon mal negativ. Viel störender finde ich aber, dass die Leitungen in unserem Fall am Lenker schleifen und das Ganze einfach nicht so elegant und schön ist, wie man es vielleicht vom Rennrad kennt, wo man gar keine Leitung mehr sieht, sondern die Leitungen sind noch da, machen jetzt relativ enge Bögen und sind halt doch noch im Blickfeld, behindern außerdem etwas die Montage von Navigationsgeräten oder Leuchten am Lenker. Da sind wir noch nicht fertig. Das Thema ist in meinen Augen gerade in einem Zwischenstadium, wo alle irgendwas machen mit einer Integration, aber nicht wirklich durchziehen. Man muss aber sagen, den Anschlag für den Lenkwinkel, das ist eine gute Sache, da hat Orbea nachgedacht und das ist auch richtig und wichtig, dass der integriert wurde. Das zweite Thema ist die Fußfreiheit. Wer große Füße hat, ich habe Schuhgröße 44, der schlägt gerne mal an den Hinterbau an. Und das ist ein Effekt davon, dass Orbea die Rohrquerschnitte verändert hat und jetzt deutlich mehr Steifigkeit am Hinterbau hat, aber eben auch deutlich mehr Volumen dafür braucht, was dazu führt, dass zumindest ich regelmäßig mit den Fersen angeschlagen bin. Wer die Cleats ein bisschen anpasst, kann dem entgegenwirken. Es ist aber ein Kompromiss und den sollte man eigentlich nicht machen müssen. Der letzte Punkt, der uns nicht gefallen hat, ist der Squidlock-Hebel. Und das liegt eigentlich nicht an Orbea, sondern mehr an Fox. Denn es ist so, dass man den Hebel aktiv reindrücken muss, wenn man die Federung offen haben will. Und sobald man leicht an den Lösehebel kommt, ist das Fahrwerk geschlossen. Das kann erstens unterbewusst oder in ruppigen Trailsektionen unabsichtlich passieren. Andererseits ist es aber einfach nicht intuitiv, denn ich aktiviere ja einen Lockout oder eine Plattform und ich aktiviere nicht die offene Federung. Das heißt, das System funktioniert exakt falsch rum, liegt aber daran, dass beim Fox entsprechend in den Dämpfungskartuschen die Federn so rum eingebaut sind, dass man eben drücken muss, um das Fahrwerk zu öffnen und entlasten muss, um es zu schließen. Schade, kann Orbea nicht viel tun, ist aber trotzdem etwas ärgerlich. Wie vergleicht sich diese neue Geometrie mit dem flachen Lenkwinkel und dem zusätzlichen Federweg jetzt mit, sag ich mal, den Wegbereitern dieser neuen Welle im Cross Country, dem Scott Spark RC oder auch dem Specialized Epic Evo? Nun, schaut man sich die Lenkwinkel an, liegen die beide super eng zusammen, die Wettbewerber. Das heißt, wir haben 67 Grad beim Orbea, wir haben 66,5 Grad beim Specialized, 67,2 Grad beim Scott. Das ist alles, das tut sich nicht viel. Ja? Gleichwohl hat das Orbea den längsten Reach mit 450 mm in Größe M. Die Unterschiede sind aber auch da eher marginal. Und es unterbietet die Kollegen beim Stack. Das heißt, die Front vom Orbea ist ein gutes Millimeterchen tiefer als bei den anderen beiden. Und das zeigt, Orbea ist hier in die Vollen gegangen. Keine Kompromisse. Zwar auch nicht irgendwo weit weg und jenseits dessen, was der Wettbewerb so macht, aber genau auf das Level, wo die in meinen Augen wichtigsten Wettbewerber aktuell unterwegs sind. Was ist mein Fazit zum neuen Orbea OS 2023? Das Rad läutet ein neues Kapitel Cross Country für Orbea ein und geht jetzt voll in den Wettbewerb mit dem Scott Spark RC oder dem Specialized Epic Evo und gehört damit zu den progressiveren Rädern auf dem Markt. Mit mehr Federweg und flachem Lenkwinkel hat das Rad deutlich mehr Reserven, ohne aber seine Tugenden zu verlieren. Es ist immer noch sehr leicht, es kann immer noch weitreichend individualisiert werden und es ist ein wirklich schnelles Cross Country Rad, kein Down Country Rad. Die Preise fallen immer noch recht hoch aus, da muss man überlegen, ob es einem das wert ist. Aber das gilt für jedes Rad, das aktuell auf dem Markt ist, denn Fahrräder sind einfach sehr teuer. Für alle, die ein Cross-Country-Rad suchen, das schnell bergauf und aber auch relativ fähig bergab ist, die aber keine Sänfte suchen, sondern wirklich auf Geschwindigkeit, auf niedriges Gewicht und durchaus vielleicht einen Vorteil im Wettbewerb hoffen, ist das Orbea OS 2023 eine erstklassige Wahl. Ob es dabei der OMX Carbonrahmen sein muss oder doch ein bisschen preisbewussteres Modell, das bleibt am Ende euch und eurer Vorstellung, wie leicht das Rad sein muss, überlassen. Ihr solltet euch aber überlegen, ob ihr es nicht vielleicht individualisieren lassen würdet. Das war es soweit zum neuen Orbea OS von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gucke, dass ich antworte. Außerdem hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und über jedes Like bin ich durchaus dankbar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.